Servus, ich bin hier gerade in Wissembourg angekommen, in Frankreich. Da unten in der Stadt ist der Bahnhof. Wir haben jetzt gerade 17:30 Uhr. Ich bin leider ein bisschen zu spät losgekommen, deswegen ist es jetzt schon etwas spät. Aber noch alles recht entspannt. Ich muss jetzt noch 10 Kilometer laufen ungefähr. Ein bisschen auf einen kleinen Berg hoch. Da ist in einem Ort habe ich eine Stelle, wo ich nachher ein Lagerfeuer machen kann. Ich habe extra in meinem Rucksack hier schon mal Teig vorbereitet. Ich habe Eier. Das heißt, ich kann nachher richtig schön auf dem Lagerfeuer Stockbrot, Spiegelei und sowas richtig Geiles machen. Da habe ich richtig Bock. Das Wetter sieht da hinten so ein bisschen mau aus. Ich hoffe, es hält sich. Aber ich bin recht zuversichtlich. Jetzt erstmal ein bisschen die Strecke laufen. Ein bisschen beeilen. Und dann nachher was richtig, richtig Geiles kochen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Let's go. Hinter diesem Hügel ist das Ziel für heute. Aber bisher ist der Weg noch sehr geil. Ich befürchte nur, gleich kommt noch ein bisschen Landstraße. Beziehungsweise so eine sehr kurvige Straße. Das wird noch ein bisschen heikel. Ein bisschen brenzlig, aber kein Problem. Erstmal ein bisschen genießen. Und ein bisschen hydriert bleiben. Boah, Träumchen, ey. Dieses Wetter. Junge, Junge. Ich bin hier 10 Minuten am Laufen. Und die Stimmung ist schon wieder so. Also wirklich, einfach wenn man rausgeht, wandern. Das ist wirklich verrückt. Das ist einfach ein ganz anderes Feeling. Einfach so geil. Müsste man ehrlich viel öfter noch machen. Boah. Da drüben ist ein verlassener Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber heute ist schon ziemlich spät. Deswegen muss ich jetzt erstmal schnell weiterlaufen. Aber da werde ich morgen auf jeden Fall nochmal dran vorbeikommen. Und den nochmal kurz erkunden, mal kurz reinlunsen. Oh, der Schlaf wird nachher einfach da drin. Sieht eigentlich auch gemütlich aus. Der eigentliche Weg würde jetzt da an der Straße entlang gehen. Die macht da hinten so einen Bogen und geht dann hier hoch. Das heißt, ich werde jetzt einfach erstmal schauen, wo der hier hinführt und dann einfach ein bisschen Freestyle. Kleine Abkürzung. Weil kein Bock an der Schnellfahrstraße oder was es auch immer ist, entlang zu laufen. Und mein Handy ist hier gerade schon wieder komplett am Tweaken. Könnte ich auch ein bisschen ausrasten. Egal. Oh, erstmal umgeknickt. Moin Meister. Okay, sieht so aus, als müsste ich gar keine Freestyle-Klettereien machen. Der Weg verläuft hier perfekt der Straße. Ich will jetzt eigentlich schon den ganzen Weg hoch. Ich muss jetzt nur gleich schauen. Da hinten irgendwo muss ich dann rüber gehen, weil dann geht der Wanderweg quasi auf der anderen Seite weiter entlang. Chillig. Da muss ich jetzt rüber. Geil. Der Weg da war gar nicht auf der Karte eingezeichnet. Hat mich perfekt hingeführt. Hier ist sogar so eine kleine Schutzhütte. Ich glaube, für eine Pause habe ich leider keine Zeit. Ich habe auch nichts zum Snacken so dabei. Halt nur mein geiles Essen für später. Aber ich zeige trotzdem mal kurz, wie es aussieht. Wäre eigentlich ein geiler Schlafplatz, wenn ich nicht schon ein Ziel für heute auserkoren hätte. Bin gerade erstmal da lang gelaufen. Aber da muss ich rein. Zum Glück habe ich es noch schnell gemerkt. Scheint mir so, als würden diesen Weg nicht so oft Leute laufen. Aber er ist sehr schön. Da oben ist gerade einfach ein Reh entlang gerannt. Das ist verrückt. Wie geil, ey. Chillig. Ein letzter kleiner Anstieg, bevor wir am Ziel sind. Wir haben jetzt kurz vor 8, also ganz entspanntes Timing. Langsam ist es ein bisschen frischer, aber noch ist alles entspannt. Wenn wir gleich da sind, ziehe ich mir dann einen Pulli an und dann wird das Lagerfeuer vorbereitet. Ich habe so Bock aufs Essen. Junge, Junge, Junge.
Okay, anscheinend sollte man kein Olivenöl am Lagerfeuer benutzen. Das hat sich gerade einfach schön in eine Flamme entzündet. Gut, was will man machen, ne? Ich habe jetzt mal die Eier einfach hier in die Pfanne gehauen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich mache mir noch ein Stockbrot. Ein bisschen was habe ich da auch noch liegen. Läuft eigentlich echt ziemlich geil. Okay, ich glaube die Eier sind fertig. Mal sehen, wie die von unten aussehen. Damn, okay. Guten Appetit. Boah, ich bin schon sehr verbrannt. So, Freunde. Ich habe jetzt ein paar Stockbrote gegessen. Die Spiegeleier auch. Die meisten sind leider echt verbrannt. Aber egal, ein bisschen was war noch dabei. Ich mache mir jetzt hier gerade noch ein Stockbrot. Gerade eben hat es kurz geregnet. Es hat zum Glück wieder aufgehört. Das Wetter ist bisher wirklich traumhaft. Ich meine, ich sitze hier noch in T-Shirt. Im Lagerfeuer ist auch echt noch schön warm. Ich mache mir jetzt noch 1, 2 Stockbrote. Noch ein bisschen mit Parmesan verfeinern. Dann genieße ich einfach noch ein bisschen das Feuer. Und dann hole ich mal gleich meine Isomatte und Schlafsack raus. Und werde mir mein Nachtlager hier aufbauen. Ja, ist wirklich eine magische Atmosphäre hier. Ist einfach richtig geil. So ein Feuer einfach draußen. Wirklich, geht einfach auch mal raus. Erkundet ein bisschen die Welt. Ist wirklich ziemlich geil. Also ich genieße noch ein bisschen die Atmosphäre. Und dann sage ich schon mal gute Nacht. Und wir sehen uns morgen früh. Moin, wir haben jetzt 6:20 Uhr. Es ist leider schon so übertrieben hell und die Vögel sind so laut, dass ich jetzt schon wach bin. Das heißt leider eine recht kurze Nacht, aber war an sich ganz okay. Bisschen kühl, aber ist ganz okay. Genau. Erstmal ein bisschen wach werden. Junge. Crazy, dass es schon so hell ist. Ich habe jetzt hier einfach meine Isomatte hingelegt. Mein Kopfkissen hat ein bisschen Luft verloren. Ich hoffe, da ist jetzt kein Loch drin. Aber sonst alles legitim. Bisschen was essen und dann geht's langsam auf die Rückreise. Ich habe die Woche noch Uni, Bachelorarbeit, Abgaben und so. Deswegen leider nur eine kleine Tour. So, Freunde, Rucksack ist gepackt, Lagerfeuerstelle ist alles gelöscht, alles verpackt, alle ganze Müll weggeschmissen, eingepackt. Und jetzt würde ich sagen, geht's ab wieder Richtung Bahnhof, die 10 Kilometer. Und ich überlege gerade, ist gerade die Frage, entweder ich laufe da den Waldweg rein oder ich mache hier so einen auf den, so auf Anhalter, ob mich jemand mit runternimmt. Weil einfach, die Straße geht nur geradeaus, also der fährt safe dahin, einfach mich am Fuß des Berges rauslassen. Das wäre so Premium, weil dann würde ich den Zug eins früher bekommen und ich hätte noch genug Zeit, den Bunker anzuschauen. Aber ich habe es auch noch nie gemacht, ey. Ist schon ein bisschen cringe auch, ne? Scheiße, Mann. Ey, ich muss mich, glaube ich, echt überwinden eigentlich. Eigentlich muss ich es allein deswegen schon machen, weil ich das so ein bisschen, so eine Hemmung dafür habe. Ein bisschen aus der Komfortzone steppen. Gerade kommt auch keiner mehr. Scheiße, Mann. Was mache ich hier? Ja, was mache ich hier? Jetzt muss ich mich pushen, Digga. Login. Let's go. Das hat ein absoluter Ehrenmann hat angehalten. Ich wollte gerade schon aufhören. Ich habe eigentlich mir gesagt, ich probiere es bei 5 Autos. Nach dem 5. Auto habe ich irgendwie gedacht, komm, der nächste, ich habe es im Gefühl, der nächste wird anhalten. Und dann das 6. Auto hat angehalten. Wirklich einfach auch ein junger Kollege, richtiger Ehrenmann, hat mich jetzt sogar bis zum Bahnhof gefahren. Ich konnte jetzt leider dann doch nicht mehr am Bunker filmen. Aber egal, dafür bekomme ich jetzt sogar noch den Zug eins früher. Habe noch mal ein bisschen entspanntere Heimreise. Also wirklich Träumchen. Einfach mal belieben. Wirklich ziemlich geil. War eine geile Tour. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Bock auf mehr habt, dann abonniert gerne.
Ich habe auch schon Ende des Monats auf jeden Fall die nächste Tour wieder geplant. Geht auch einfach mal raus, macht ein paar Sachen, macht ein paar Touren selber, lasst euch motivieren. Und bis dahin, ciao.